Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, einen wunderschönen Sonntag. Wir machen ein Auswahl-Orakel heute. Heute Mittag habe ich die Neumondlegung drin, 15 Uhr. Ich glaube Mittwoch nächste Woche ist Neumond. Es wird spannend, kann ich euch schon sagen. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet eine gute Woche. Meine war so lala. Es ist halt immer irgendwas. Ich hab's gleich, nicht verzagen. So. Dann legen wir los. Ich lege es mal noch schöner hin. Ich stelle nichts dazu. Ich nehme rechts. Und wir schauen. Ja, wir haben hier so ein bisschen Blockaden, Hindernisse, Dinge, die sich noch klären müssen. Die Karte ist schon kaputt. Oh je. Möglicherweise dient uns dieses Hindernis auch, ja, weil wir sonst in die falsche Richtung gehen. Ich habe das hier, dieses Hindernis oder die Hindernisse und Blockaden eher zur Klarheit führen und dazu, dass sich die Dinge besser drehen. Ich habe das bei mir schon oft erlebt. Wenn irgendetwas nicht voranging oder nicht auf dem geraden Weg war, dann war es oft nicht der richtige Weg. Sowas alles könnte das hier darstellen. Wir haben die Möwe. Das passt sehr gut dazu, denn hier geht es um eine Phase, in der wir uns erstmal orientieren. Wir sind irgendwie in Aufbruchsstimmung, wir sind auf dem Weg in neue Abenteuer. Das ist auch wieder mal sehr passend, denn die Karte sagt eigentlich, alles was wir brauchen, finden wir auf unserem Weg und liegt auch auf unserem Weg. Und wenn etwas nicht so funktioniert oder gehen will, dann sollen wir nicht suchen, sondern wir finden. Wir finden dahin, wo wir hin sollen, sozusagen. Die Möwe lehrt auch, dass wir kommunizieren und dass wir uns dem zuwenden, was gerade ansteht. Also auch, dass wir nicht so weit nach vorne gucken oder denken, sondern dass wir im Hier und Jetzt sind, damit wir die Dinge für das Wesentliche nicht verlieren. Hier geht es sozusagen darum, diese Teiletappen oder die Reise an sich anzugucken, nicht das Endziel. Man kann sich hier auf ungeahnte Weise selbst Erfüllung schenken, wenn man den Schritten folgt, die einen auf dem Weg begegnen. Und wenn es nicht nach vorne geht, dann geht es eben nicht, ne? Und anstatt jetzt hier so mit brachialer Gewalt durchzurauschen, gilt es eben auch da, mal ein bisschen zu warten, sich besser zu verbinden. Und hier kann sich ein ganz, ganz neuer Weg auftun.
Hier kriegt man noch einen besseren Überblick über die Situationen und auch über die nächsten Schritte. Also ist so ein bisschen Timing abhängig. Das passt hier auch sehr gut. Die Weide fordert uns auch Flexibilität an den Tag zu legen. Hier möchte vielleicht ein altes Muster aufgelöst werden oder eine Richtung neu eingeschlagen werden. Und wir haben so dieses Ding, dass wir immer mit den gleichen Argumenten nach vorne gehen oder mit den gleichen Möglichkeiten oder mit der gleichen Möglichkeit, wie wir etwas handeln. Und auch die Karte passt wunderbar, denn sie sagt uns, beug dich mal ein bisschen den Umständen, ohne nachzugeben. Manchmal muss man standhaft bleiben und manchmal darf man sich auch anpassen. Und man ist hier nicht aufgefordert, mit Sturheit irgendetwas durchzubrechen, sondern mit einer gewissen Flexibilität. Hier darf man sich den Umständen beugen, anstatt zu brechen und eben anderen Möglichkeiten offen sein gegenüber. Ich glaube, hier bahnt sich so ein Element an, das wir noch nicht genutzt haben. Das kennen wir nicht, das lernen wir erst kennen. Ja, und hier dürfen wir mal die Lektion hinter der Aufgabe finden. Wir dürfen uns sicher sein, dass wir hier auch etwas lernen. Ich habe das Gefühl, etwas gänzlich Neues, etwas, was wir noch nie so gemacht haben. Und hier darf man auch mal den Segen in der Situation finden. Manchmal stellt sich im Nachhinein auch erst raus, dass es ein Glück war, dass irgendwas nicht in die und die Richtung gegangen ist. Erinnerungen bewahren, mit dem Vergissmeinnicht. Hier sammelt man in jeder Jahreszeit, in allem, was passiert, etwas und nimmt Abschied und dann kommt das Nächste. Und wir dürfen hier wissen, dass nichts verloren geht, sondern dass alles sich nur verwandelt. Ja, wir haben hier eine Führungsrolle irgendwo. Man meistert das Leben, man nimmt das Leben in die Hand. Man wird wieder zu dem Menschen, der dem Leben die Richtung vorgibt. Wir haben das Element Erde dabei. Und hier ist der Brokkoli drauf. Von den Sternzeichen sehe ich hier Zwillinge und Wassermann. Ist eine allgemeine Legung, das kann jetzt zutreffen, dass diese Sternzeichen damit verbunden sind oder es sind einfach die Eigenschaft von diesen Sternzeichen. Ist eine spannende Sache. Es geht hier nicht so voran, wie man will oder wie man gedacht hat und man kann es nicht so umsetzen, wie man es immer getan hat. Und wenn wir ein bisschen flexibel sind, lernen wir hier ein gänzlich neues Instrument für wir nehmen Führung auf für unser Leben mit in einer ganz anderen Art und Weise. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ja, mal wieder die Schicksalskarte. Die habe ich anscheinend gepachtet. Hier geht es um ein schicksalshaftes Gegenüber. Eine Sache, die mit einem Menschen zu tun hat, der uns geschickt wird, der eine bestimmte Aufgabe mitbringt. Möglicherweise auch eine schwierigere Situation oder eine Situation, in der man sehr viel von sich geben muss. Es kann hier ein Familienthema sein. Der Wolf hat auch so ein bisschen die Führungsqualität wie auf der anderen Seite, ne? Der Leader, der hier im Rudel vorne steht, sozusagen der die anderen anführt. Und ihr habt den Koala dabei. Hier geht es darum, dass weniger mehr ist, Regeneration und Genesung auch im Schlaf geschehen und dass Ruhe und Beständigkeit ein Gleichgewicht wiederherstellen. Ich sage euch gleich mehr dazu. Die Situation dient hier, dass man resilienter wird, dass man stärker ist, dass man eine frische Perspektive einnimmt.
Ihr habt den Waldmeister. Hier geht es auch um die Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Wir haben ja hier die geistige Öffnung auch dabei. Und das zu erkennen, dass alle Sinne offen sind und dass wir das, was wir nicht sehen, dass das genauso seine Existenz hat. Und hier habt ihr noch das Ritual. Hier kann sein, dass ihr zum Beispiel jeden Morgen ein Räucherstäbchen anzündet. Also ihr könnt es benutzen, was euch gut tut. Manche lesen jeden Abend oder meditieren im Kerzenlicht. Was immer ihr da macht, wird hier gesagt, dass euch das unterstützt. Und auch hier haben wir das Element Erde dabei. Hier ist ja das Schicksalskreuz und in diesem Blatt diese männliche Hauptperson. Und hier haben wir mit dem Wolf natürlich die Ahnen- und Familienthemen. Und egal wie es ist, es geht um deine Sippe sozusagen, auch die geistige Welt oder die Generationen, die nach hinten liegen. Und es geht um das Gehaltenwerden in deinem eigenen Verbund, ne? Die Wölfe sind sehr sozial und loyal und jedes Mitglied der Family hier oder des Rudels hat sozusagen einen eigenen Platz, eine eigene Aufgabe und die Sprache oder die Kommunikationsfähigkeit ist hoch. Das kennt jeder, das Heulen des Wolfes, ne? Und hier ist auch so eine spielerische Energie drin, ne? Wölfe spielen gern. Hier wird euch gesagt, dass überall um euch herum auch Unterstützung ist, dass man die Glaubensmuster, dass man alles alleine machen muss. Der Herr oder das Gegenüber hier, das investiert sehr viel von seiner Kraft in irgendetwas rein. Und es kann hier die Aussage sein, dass man hier sich so fühlt, als wäre man nicht unterstützt. Und es geht ein bisschen auch um Gemeinschaft, ne? Die Resilienz ist hier sehr hoch. Man kann einiges aushalten. Man kann mit vielem besser umgehen. Und doch stellt sich halt die Frage, muss ich alles alleine machen, ne? So, dann gucken wir, was der Koala euch noch mitgibt. Ja, es geht einfach darum, sich nicht stressen zu lassen, sich von anderen nicht kaputt machen zu lassen oder auch von anderen nichts kaputt machen zu lassen, sich auszukurieren und sich nur mit Sachen beschäftigen, die wirklich wichtig sind, die einem gut tun. Das kann man nicht immer, ich weiß. Und wenn der Koala das Leben betritt, ist man aufgefordert, sich in sein Revier zurückzuziehen. Das passt ja mit dem Clan irgendwie der Wolfsfamilie ziemlich gut. Sich auf Familie zu besinnen, Pause zu machen, wahrzunehmen und zuzuhören. Und so gut es geht, irgendwie aus stressigen Situationen rauszugehen. Einfach für sich selbst, für gute Ruhemöglichkeiten sorgen, sich unterstützen lassen. Da gehört es ja auch dazu, ne? Dass wir nicht alles alleine durchboxen müssen und alles Kreuz selber tragen, sondern dass wir hier einfach uns unterstützen lassen, etwas abnehmen lassen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir wohnen ja unterm Dach, wenn ich Getränke einkaufe, die kriege ich hier nicht hoch, weil der letzte Stock geht ohne Fahrstuhl. Das bedeutet, da muss ich dann immer Julian mit einbeziehen und das mache ich auch. Früher habe ich gedacht, komm, ich mache alles selber und im Moment ist es einfach so, dass ich da auch sage, komm, Julian, trag mir das hoch. Und das ist dann auch völlig okay. Ich muss das ja nicht machen, wenn es nicht geht. Es ginge irgendwie, aber es laugt ja am Ende noch mehr aus. Dieses Ritual, ja, das hier liegt, das könnte euch sehr dienlich sein zur Entspannung oder auch, wo ihr sagt, diese Zeit nehme ich mir am Tag, die gehört nur mir. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich erinnere euch nochmal an die Neumondlegung heute Mittag. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Sonntag. Ich drücke euch und bis bald.